Trelleborg, hier am Überseehafen in Rostock. Ah, geil. Schweden, geil. Guten Abend zusammen. Heute ist mein erster Tag, beziehungsweise mein erster Tag meiner Radtour gewesen, von Leipzig nach Schweden. Ja, ich befinde mich gerade in Südschweden. Ich bin nämlich mit dem Zug von Leipzig nach Rostock gefahren und von Rostock mit der Fähre nach Trelleborg, genau. Jetzt bin ich von Trelleborg noch 18 Kilometer weiter gefahren Richtung Norden und ich habe mich dazu entschieden, doch von Südschweden bis ans Nordkap hoch zu radeln. Ich wollte eigentlich ursprünglich bis Lulea mit dem Zug hochfahren, aber ich wollte auch jetzt irgendwie nicht mehr Zug fahren, beziehungsweise morgen. Vor allem, weil die Zugfahrt ja auch nochmal so 2 Tage dauert. Und nee, da habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Lust. Ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach so gedacht, na gut, okay, dann fahre ich halt jetzt von Südschweden bis nach Lulea hoch mit dem Fahrrad und wie auch geplant von Lulea zum Nordkap und die ganze Strecke dann vom Nordkap in Norwegen runter, nach Schweden wieder runter, von Trelleborg nach Świnoujście, Polen und von Świnoujście nach Poznan und von Poznan dann wieder nach Leipzig zurück. Genau. Das wird jetzt meine Tour sein und ich freue mich absolut darauf. Das Wetter ist jetzt gerade in Ordnung. Morgen soll es nochmal klar werden, sehr schönes Wetter, aber übermorgen, schon am Sonntag, leider soll ein großer Dauerregen kommen, langanhaltend, und das kann natürlich sehr, sehr nervig sein. Vorhergesagt sind so 25 Liter auf den Quadratmeter an den einen Sonntag. Ja. Ich bin mal gespannt, was ich da machen werde. Natürlich improvisieren und natürlich ganz spontan dann wieder entscheiden, was ich mache. Genau. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns. Bye. Wie man schon hören kann, im Hintergrund, es regnet. Oh, es ist Dauerregen, 12 Grad. Und naja, es soll irgendwie um 12 Uhr aufhören zu regnen. Ich freue mich jetzt schon auf meine Nudeln hier. Mit Tomatensoße, sehr kulinarisch. Schauen wir gerade mal, was so das Wasser macht. Ah ja, kocht ja schon fast. Schön. Na, dann kann es ja gleich losgehen mit dem Essen. Ja, ist mein Abendessen so fast, so gesehen. Halt. 1, 2. Oh! Oh mein Gott! Oh Mann! Schön, ist schon 21:10 Uhr. Bin jetzt schon fast nördlich
es wettert. Jetzt geht's nach Karlsborg. Wunderschön hier. Guten Abend zusammen. Ja, hier in Schweden bzw. in Lindesberg, wo ich mich jetzt befinde, ist es immer noch sehr, sehr hell. Es ist jetzt aktuell gerade 22:11 Uhr. Das ist schon der Wahnsinn. Und wahrscheinlich wird es gar nicht mehr richtig dunkel hier. Vielleicht nur so ein bisschen viel mehr dunkler, aber es ist schon echt der Wahnsinn. Und ich finde das absolut einzigartig, mal sowas miterlebt zu haben. Und vor allem war auch heute der längste Tag überhaupt in diesem Jahr ist. Und das in Schweden miterleben zu dürfen. Schon toll. Ja, läuft irgendwie ziemlich gut. Man muss auch sagen, es ist ziemlich flach. Bis auf heute. Heute war es ziemlich hügelig. Und ja, und ich habe heute auch einen Sonnenbrand bekommen. Nicht nur einen, obwohl ich mich eingecremt hatte, aber irgendwie hat die 50er Creme doch nicht so lange durchgehalten. Auch die schwedische Sonne, die ist dann doch ein bisschen stärker gewesen. No. Ja, mittlerweile ist jetzt noch ein bisschen bewölkt und Mücken schon wieder. Mittlerweile ist es jetzt bewölkt und ja, es regnet nicht, das ist die Hauptsache. Und ich habe gesehen, auch in Schweden wird die Hitzewelle bzw. eine Hitzewelle auch ankommen. Und zwar sollen hier auch bis Lappland hoch sogar, bis kurz vorm europäischen Nordmeer sogar auch so 28, 29 Grad werden. Hier jetzt vor allem sollen es dann auch ab Mittwoch, glaube ich, sogar schon 30, 32 Grad werden. Ich mag Hitze überhaupt nicht und vor allem beim Radfahren, ja, das ist, naja, schauen wir mal, wie es wird. Aber lieber Hitze als die ganze Zeit Dauerregen. No. Guten Morgen. Die Hitze, die macht mir jetzt schon zu schaffen. Es ist gerade mal 8 Uhr und das ist echt. Ich bin jetzt schon völlig raus. Mir ist jetzt schon ein bisschen schwindelig. Oh, meine Fresse. Ja, jetzt bin ich noch am Zelt abbauen. Werde ich noch ein bisschen was frühstücken. Und dann fahre ich nach, ich glaube Hindeswall heißt es, der nächste Ort. Da muss ich nämlich unbedingt was essen holen, weil wie gesagt, gestern war kein Supermarkt auf dem Weg. Das war echt krass. Also ich bin gestern, wie gesagt, 150 Kilometer geradelt. Da war gestern überhaupt kein Supermarkt. Gar nichts. Und da merkt man schon, hier wird man jetzt einsamer.
dem Fahrrad rüberfahren. Ist das nicht geil? Wahnsinn. Gigantisch, diese Konstruktion. Hammergeil! Guckt euch das an! Wahnsinn! Geil! Ein Traum! Umeå. Ich fahre wieder so einen abgelegenen Weg. Und da fliegen überall diese Bremsen. Überall. Die fliegen mir so heftig hinterher. Das ist Wahnsinn. Schon seit 5 Kilometern. So eine Scheiße. Ich hoffe bloß nicht, dass diese Pferdebremsen mich beißen, weil das sind wirklich 10, 11, 12 Stück, die mir die ganze Zeit hinterher fliegen hier. Nervig. Wie die mir hinterher fliegen. Hier, ein ganzer Schwarm. Schaut euch das an. Hier. Wahnsinn. Das sind mindestens 30. Scheiße. Hier. Wahnsinn. Das sind 40, 50. Alles Pferdebremsen. Wahnsinn. Oh nee, ey, schaut euch diesen Scheißweg an hier. Belagarbeiten. Das ist so eine Scheiße, kommt man nicht voran. Oh. Werde ich wahrscheinlich für die knapp 7 Kilometer knapp eine Stunde brauchen. So ein Mist. Und dann geht's noch so bergauf. Mein Mann, Mann. Naja, das muss halt sein. So, auf dieser Tour gibt es jetzt ein kleines Bierchen. Und ja, das war echt heute eine sehr, sehr scheiß Tour. Viele Baustellen, viele scheiß Pferdebremsen und ach, das war so eine verfickte Scheiße mit dieser Straße zum Teil. Das war keine Straße, das war irgendwas, das zum hier erschießen. Aber jetzt habe ich es geschafft, ich bin jetzt gerade hier in Piteå. Nicht mehr weit von Luleå entfernt, jetzt sind es vielleicht noch nach Luleå 50 Kilometer. Und ja, dann war es das mit der Ostsee, ne? Dann geht es hoch ins Land und dann wird es richtig einsam. Also dann einen schönen Abend und Prost. Also heute ist wirklich schlimmste hier. Schlimm. Meine Fresse, das ist so eine Scheiße, ist das echt. Ihr scheiß Viecher. Ja, Alter, fliegt halt ins Ohr rein, fliegt in die Augen, Alter.
ist Wahnsinn, man hört hier überall diese Mücken, ne? Es sind irre viele. Das ist der Wahnsinn. Und draußen schwärmen auch schon die Bremsen rum, das höre ich schon an dem Summen, dieses tiefe Summen. Das hört man vielleicht jetzt nicht durch die Kopfhörer, aber das ist Wahnsinn. Die sind hier überall. Das ist so verrückt. Ja, jetzt hört man es. Bremse. Oh, ich traue mich gar nicht mehr raus. Hallo zusammen. Ich bin jetzt gerade hier 40 Kilometer nördlich von der Ostsee und bin jetzt gerade wieder an so einem schönen See hier angekommen. Und ich mache hier gerade ein bisschen Frühstück, das hole ich noch nach. Ja, ich bin so ein bisschen heute Morgen vor den ganzen Bremsen mal wieder geflüchtet und ja, und das mit den Mücken, das ist natürlich auch echt sehr, sehr unangenehm jedes Mal. Aber hier ist ganz ruhig, keine Mückenviecher und es ist auch echt eine schöne Stelle auch an sich zum Grillen und einfach so ein bisschen zum Abschalten. Und ja, und jetzt geht es halt ins Land Ennaur rein, ja, eben nach Schweden noch rein und dann eben in 150 Kilometern geht es dann schon über die Grenze nach Finnland. Das Wasser hier ist sehr, sehr sauber, sehr, sehr klar und ich freue mich jetzt auf alle Fälle hineinzuspringen. Ich bin am Polarkreis. Geil. Ab hier geht die Sonne nicht mehr unter. Geiler Scheiß. Super. Nach 9 Tagen Trockenheit und Hitze. Es treibt Welt. Endlich. Endlich diese Scheißhitze. Und das nächste ist, die Viecher sind jetzt nicht mehr da. Das ist geil. Wow. Dusche. Geil. Das ist mal was. Das ist eine richtig schöne Dusche. Scheiße, es hagelt! Verdammt! Völlig unterschätzt! Komplett nass! Scheißdreck! Hier geht was ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Almost 2000 kilometers. I reached Finland. Woo! Hier zu sehen meinen Streckenverlauf bis zur finnischen Grenze. Bevor ich aber nach Finnland fuhr, musste ich noch ein paar Etappen vorher bewältigen. Und zwar fuhr ich erst von meinem Zuhause bis nach Leipzig zum Hauptbahnhof, wodurch ich dann den Zug nahm bis nach Rostock. Und von Rostock musste ich noch zum Überseehafen radeln, wodurch ich dann mit der Fähre nach Trelleborg fuhr. Ja, wie ihr sehen könnt, fuhr ich dann weiter bis zum Wetternsee. Das war echt wunderschön dort am Wetternsee. Und ja, und dann weiterhin bis an die Ostsee, bis durch das lange Schweden hinauf und erreichte dann doch schon nach der 14. Nacht bzw. 15. Tag die finnische Grenze.